Hi und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Und immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin im Westflügel vom Schloss Sanssouci liegt und immer noch vom Geist von Friedrich dem Großen besessen ist. Oder der Vermieter ist so weiß, dass der als Geist durchgehen würde. Oder er ist ein Hohenzollern. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Digitalsteuer. Und nein, damit meine ich nicht etwa, dass man nun für die Online-Seiten, auf denen man gerade surft, etwas bezahlen muss. Das ist immer noch das Internet, da gibt es alles kostenlos. Sofern man denn bereit ist, auch dafür zu bezahlen. Denn ohne Multiple Plus, Premium oder Platin-Angebote geht schon lange nichts mehr im Internet. Jedenfalls hat Deutschland 2020 über 200 Milliarden Neuschulden aufnehmen müssen, um damit zu versuchen, die Folgen der Corona-Krise nur alleine hier bei uns abzufedern. Und selbst 2021 wird die Neuverschuldung nur signifikant weniger. Doch der Kampf gegen Corona und die Folgen dauert und kostet. Aus ursprünglich geplanten 96 Milliarden Euro Schulden für 2021 wurden so quasi über Nacht fast 180 Milliarden. Darin auch enthalten eine generelle Corona-Vorsorge, 35 Milliarden Euro noch unverplant, mit denen die Koalition im nächsten Jahr auch kurzfristig reagieren könnte. Und das macht bisher schon über 400 Milliarden Euro Neuschulden. Allein nur in den letzten 15 Monaten. So viel Geld hat noch nicht einmal Wirecard geschafft, in den Sand zu setzen. Und wahrlich, sie haben es versucht. Aber wir haben auch keine andere Wahl. Also nicht bei Wirecard, da hatte man immer die Wahl, sondern allein die Lufthansa war mit 9 Milliarden nicht gerade billig. Obwohl mir jetzt nicht so klar ist, warum man die retten musste und nicht zum Beispiel mit dem Geld lieber die Gastronomie oder Friseure gerettet hat. Denn ohne viel zu verraten, aber ich lasse mir meine Haare öfter schneiden, als dass ich mich jetzt mit der Lufthansa zu meinem Lieblingsitaliener in Kreuzberg fliegen lasse. Wobei alleine der Aufwand schon viel zu groß wäre, extra deswegen nach Schönefeld zu fahren, um dort einen Flieger der Lufthansa zu nehmen, der mich wiederum nach Schönefeld zurückbringt, um dann mit einer Taxe zu meinem Italiener zu kommen. Nur diese horrende Neuverschuldung muss am Ende natürlich irgendwie bezahlt werden. Und was lag da Näheres als die Idee unseres Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier, den man hier sehen kann, wie er gerade zeigt, wie er heute Morgen sein Frühstück selber erwürgt hat, nämlich einfach unser Tafelsilber zu verkaufen, um damit die Schulden zu bezahlen. Denn dem Bund gehört immer noch die komplette Deutsche Bahn, große Anteile sowohl an der Deutschen Telekom als auch an der Deutschen Post und auch an der Commerzbank. Nur gerade diese Anteile an der Commerzbank besitzt der Bund auch nur, weil bei der letzten großen Krise, der Finanzkrise, die Commerzbank vor der Pleite gerettet werden musste. Heute allerdings wird niemand freiwillig diese Anteile an der Commerzbank kaufen. Nicht einmal die Commerzbank selber würde ihre eigenen Anteile kaufen, die sind ja nicht bekloppt. Nicht so wie Peter Altmaier. Oder so durchgedreht wie Elon Musk. Oder Elon Musk ist einfach nur brillant. Was auch scheinbar sein muss, zumindest auf dem Papier. Denn Tesla hat an der Börse einen größeren Wert als die 10 größten Autohersteller der Welt zusammen. Und das, obwohl er seit Jahren Milliarden bei Tesla regelrecht verbrannt hat. Jedoch hat Elon Musk dabei niemals sein eigenes Geld verbrannt und das macht es so brillant. Zudem hat Tesla im Gegensatz zu den 10 größten Autoherstellern bisher nur einmal einen Jahresgewinn erwirtschaftet. Und selbst der hätte nicht gereicht für den Kauf eines Teslas, sondern bestenfalls nur für ein Dacia. Dacia, Autos, die buchstäblich schreien, das hier ist kein Auto, sondern nur ein Designfehler. Aber Teslas Börsenerfolg steht sinnbildlich für die eigentlichen Gewinner in der Corona-Krise. Das soziale Netzwerk hat trotz Anzeigenboykott glänzend verdient. Außerdem sind die monatlichen Nutzerzahlen bei Facebook, WhatsApp und Instagram zusammengenommen um 14% auf jetzt 3,14 Milliarden gestiegen. Der vielleicht größte Gewinner ist aber das Online-Kaufhaus Amazon. Unterm Strich hat es seinen Gewinn auf 5,2 Milliarden Dollar zum Vorjahr verdoppeln können. Wobei ich ehrlich bezweifle, dass Facebook wirklich über 3 Milliarden User hat. Denn sind wir mal ehrlich, bei Facebook ist mindestens jedes zweite Profil fake, um zu sehen, was die Ex-Freundinnen so machen und um wenigstens dadurch die eigenen Fotos auf dem echten Profil zu liken. Dabei sind Facebook und Amazon Teil der sogenannten GAFA, also die Anfangsbuchstaben von Google, Apple, Facebook und Amazon zusammengesetzt.
Und wie jeder gute Gaffer stehen sie auch am Rand der Weltautobahn und schauen genüsslich dabei zu, wie die Weltwirtschaft einmal gecrasht ist und sie trotzdem daran sogar noch besser verdienen als zuvor. Eigentlich gehört auch Netflix dazu, dann würde aber aus dem Gaffer ein Fang. Nur wenn ich mir alleine die Netflix-Eigenproduktion The Island anschaue, dann schmeißen Google, Apple, Facebook und Amazon Netflix sofort wieder raus. Und wenn dir The Island nicht bekannt vorkommt, dann erzähle ich dir gerne kurz, worum es dabei geht. Bei The Island finden sich 10 Fremde ohne Erinnerung auf einer einsamen Insel wieder. Natürlich müssen sie nun ums Überleben kämpfen, wie auch die Hirnzellen beim Anschauen von The Island. Im Laufe der 7 Folgen, meines Erachtens mindestens 8 Folgen zu viel, stellt sich heraus, dass sie gar nicht auf einer echten Insel waren, sondern dass sie nur gefangen waren in einer virtuellen Realität, da sie alle in einem Gefängnis eingesperrt sind. Und diese virtuelle Realität sollte dabei nur herausfinden, ob sie sich für eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft eignen, was bei mir nun ein paar signifikante Fragen aufgeworfen hat. Zum einen, hat da etwa jemand nur den Klapptext von Herr der Fliegen gelesen und gedacht, mega, das pitch ich mal bei Netflix? Hoffentlich hat da noch nie einer was von der Reality-Show Survivor gehört oder Lost oder Matrix. Und ist es wirklich eine gute Idee, Menschen ohne Erinnerung und ohne Essen auf einer Insel auszusetzen, um zu gucken, ob man sie damit resozialisieren kann? Oder war das nur ein Fehler in der Matrix und jeder, der diese Serie sehen musste, war nur selber Teil einer virtuellen Bestrafungsmaßnahme, um dadurch resozialisiert zu werden? Wenn ja, habe ich hoffentlich nicht nur einen Server von Netflix in Brand gesteckt. Nur wenn du dich jetzt fragst, warum ich über The Island so lange rede, obwohl die Serie es nicht wert ist, dann entsprachen diese 60 oder 70 Sekunden genau der Zeit, die die Gaffer in Europa gebraucht haben, um ihre gesamte Steuerlast in Europa zu erwirtschaften. Und das geht so schnell aus diesem Grund. Irland lockt erfolgreich mit niedrigen Steuersätzen. Viele Silicon Valley-Konzerne haben sich hier angesiedelt, darunter Apple. Der US-Gigant zahlt dadurch auf im Ausland erzielte Gewinne nur 2% Steuern. Der Trick funktioniert so. Ein Konzern macht zum Beispiel in Deutschland guten Gewinn. Gleichzeitig gibt es in EU-Niedrigsteuerländern eine Tochtergesellschaft. Und die verlangt vom deutschen Unternehmensteil sogenannte Lizenzgebühren. Diese Gebühren schmälern den Gewinn erheblich. Der deutsche Unternehmenszweig zahlt kaum oder keine Steuern. Der andere macht dann zwar großen Gewinn, zahlt aber nur sehr niedrige Steuern. Das ist, auch wenn es sich anders anfühlt, kein Steuerbetrug, sondern vollkommen legal. Na, und wer hat's erfunden? Genau, die Schweiz. Wobei eigentlich irgendein Land in der Karibik, aber für uns Europäer war die Schweiz irgendwann einfach schneller zu erreichen als die Karibik. Und die Schweiz hat auch weniger Probleme mit Piratenschiffen, zumindest seit ein paar Jahren. Gerade wegen diesem Steuermodell sitzt auch in Zürich die größte Dependance der Fußball-Wettmafia. Nein, nicht diese, sondern die hier. Und um nun gerade die Digitalkonzerne doch mal zur Kasse zu bitten, hatte die EU dann diese Idee. Das Problem, gemäß dem alten Modell werden auch die Internetriesen in der Regel da besteuert, wo sie ihre Betriebsstätte haben, also am Firmensitz oder am Standort internationaler Filialen. Kurzfristig schlägt die EU-Kommission eine Sondersteuer vor. Die würde vor allem die amerikanischen Internetriesen treffen. Ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro, von denen mindestens 50 Millionen in der EU erwirtschaftet wurden, würde eine Abgabe von 3% fällig. Und wir reden hier nicht von hunderten Milliarden Euro, die wir durch die Digitalsteuer einnehmen würden, sondern nur über knapp 5 Milliarden Euro im Jahr, die vor allem die amerikanischen Digitalkonzerne zahlen müssten, bis wir eventuell in Europa eine weiterführende Lösung etablieren, bei der Unternehmen an dem Ort, wo sie ihre Umsätze machen, direkt besteuert werden. Und diese knapp 5 Milliarden Euro würden für ganz Europa anfallen. Aber das wäre immer noch besser als gar nichts. Nur genau dieses gar nichts haben wir heute trotzdem weiterhin. Doch die nordischen Länder Finnland, Schweden und Dänemark widerstreben, weil sie wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen der USA fürchten. Irland, Luxemburg, Malta, Zypern und die Niederlande widersetzen sich dem Projekt am entschiedensten. Letztere nutzen die mangelnde Steuerharmonisierung innerhalb der EU aus und zögern nicht, einen mehr als vorteilhaften Steuersatz anzubieten. Und immer wieder schön zu sehen, dass Mark Zuckerbergs Emotionschip leider nur bei dem Gedanken, Milliarden zu sparen, funktioniert. Oder bei dem Gedanken, westliche Demokratien zerstört zu haben. Natürlich könnte die Digitalsteuer
niemals dazu beitragen, die Billionen an Staatsverschuldung durch die Corona-Krise innerhalb der EU auch nur ansatzweise zu decken. Aber die Digitalsteuer war wie ein Lackmustest, um zu schauen, ob wir es als EU schaffen könnten, alle Unternehmen innerhalb der EU gleichwertig zu besteuern. Denn jedes Jahr verlieren die Staaten in der EU Dutzende Milliarden an Steuergeldern, die vollkommen legal innerhalb der EU klein gerechnet werden. Nur machen das noch nicht einmal nur amerikanische Digitalkonzerne, sondern auch deutsche Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen. Und gerade Volkswagen, an dem das Bundesland Niedersachsen selber Anteile hält, schleust seine Gewinne gerne über die Niederlande und Luxemburg. Dadurch entgehen Deutschland und auch Niedersachsen selber Millionen bis Milliarden an Steuergeldern. Jedes Jahr. Denn gemein haben alle großen Unternehmen, ob amerikanischer Digitalkonzern oder französischer Autobauer oder griechischer Olivenbauer, alles Milliardäre da unten, dass diese gerne die vorhandene Infrastruktur in Europa für ihre Geschäfte nutzen. Und sie stellen liebend gerne gut ausgebildete Menschen ein. Gerade beim griechischen Olivenbauer geht da nichts mehr unter einem Master. Bezahlen dafür allerdings wollen sie nicht. Nur sollten diese Unternehmen nicht nur ihren Anteil leisten, sondern müssen ihren Anteil leisten. Außer wie gesagt, die griechischen Olivenbauer, die spielen außerhalb unser aller Ligen. Und dass die Digitalsteuer geht und funktioniert, kann man live in Frankreich sehen. Auch wenn es seit Januar deswegen Strafzölle auf französischen Wein in den USA gibt. Aber diese Strafen zahlen nicht die französischen Weinproduzenten, sondern die amerikanischen Konsumenten. Und jede amerikanische Hausfrau und jeder Hausmann kann auf vieles verzichten, aber nicht auf die eine Flasche französischen Chardonnay am Abend. Jedoch haben wir es als EU weder geschafft, Steuerschlupflöcher vor unserer Haustür zu stopfen, noch hinter unserer eigenen Haustür. Also genau dort, wo die Gaffer am meisten verdienen. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late Day News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.